Hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die kommende Woche. Ich sage halt immer am Anfang die Dinge, die wichtig sind. Alles, was du zu mir wissen musst, findest du in der Infobox. Hier oben blende ich euch immer Infokarten ein für das, was ihr verpasst habt. Es ist ja auch kein Zwang, dass jeder immer guckt, aber normalerweise kriegt man eine Benachrichtigung. Das bedeutet, wenn du die Glocke drückst und abonnieren, dann siehst du immer, wenn ich was hochgeladen habe. Für all die anderen, wie gesagt, ist es hier oben in der Infobox drin. Montags bin ich immer auf dem Astrolymp-Kanal für eine spontane Botschaft. Die wird um 20 Uhr gesendet. Da könnt ihr auch gern vorbeigucken. Und, was habe ich noch? Natürlich mein Tageskanal, wo ich immer Tagesbotschaften lege, morgens um 6. Wie ihr da hinkommt, blende ich auch oben ein. Gerne könnt ihr in den Member-Bereich kommen. Da mache ich Sternzeichen oder Elemente-Legungen oder auch mal Wunschlegungen. Gut, dann wollen wir schauen, was für eine Zahl wir für die nächste Woche mitkriegen aus dem hebräischen Alphabet. Da gibt es 22 Buchstaben und jeder Buchstabe von den 22 hat eine Zahl. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine haben. Wir haben tatsächlich zwei Zahlen. Mit der 13 haben wir die 40 und mit der 20 haben wir die 200. Dann haben wir 240. Wenn ich die Quersumme ziehe, sind wir also bei der Zahl 6. Und die Zahl 6 sagt uns, dass wir hier ein bisschen aus dem Gleichgewicht irgendwo sind. Die weckt uns praktisch auf. Ja? Die zeigt uns, wo etwas eine andere Balance braucht und wo wir für etwas Führung aufnehmen dürfen. Jetzt habe ich dann doch noch was vergessen. Bleibe bitte dran. Am Ende dieser Legung gibt es noch eine Auswahlmöglichkeit für eine persönliche Wochenbotschaft. Gut. Dann gucken wir mal für eine kollektive Legung, in welchem Bereich wir denn wahrnehmen, was uns da aus dem Gleichgewicht geschleudert hat und was von uns Führung braucht. Ja klar, kommt gleich der schicksalshafte Ritt, schicksalshafte Nachrichten, die sich hier aber sehr schön ausgehen. Ne? Das Kreuz fällt zuerst, das passt sehr gut mit der 6 zusammen. Ne? Es zeigt sich eine schicksalshafte Situation, eine schicksalshafte Nachricht, etwas tut sich auf. Etwas kommt in Bewegung, aber es ist zugleich auch etwas sehr Ausgleichendes. Die Blumen liegen nebendran, die Blumen liegen noch im Haus des Gläs. Also es kann sein, dass es nur so ein kurzer Moment ist, der uns dann zum Umbruch führt, in die Balance wieder rein. Hier geht es um Wachstum im Umfeld. Vielleicht für einen oder anderen auch um eine Situation, die sich beruhigt, wo ihr mehr eure Wurzel verspürt, wo ihr getragen seid durch das Umfeld, wo aber auch wieder etwas entsteht, was tatsächlich auf längere Zeit hin euch neue Türen ermöglicht. Es geht um das Thema, ich fühle mich sicher in meinem Leben, unter mir bröckelt der Boden nicht weg, sowas alles. Es kann sein, dass der ein oder andere sich ein bisschen genervt fühlt, also schnell genervt fühlt, dass die Woche ein bisschen aufregend wird. So, 2, 4, 6, 7, 8. Gut, dann haben wir hier tatsächlich einiges. Wir haben sehr viele Dinge, die in die Klarheit kommen. Das habe ich sogar doppelt. Ich habe im Haus der Wolken den Sarg drin und die Wolken nebendran, die noch im Haus der Verstrickung liegen. Das heißt, hier wird es dieses schicksalshafte Ding, was dir vielleicht auch schon lange auf der Seele rumliegt oder wo deine Seele dich aufmerksam macht. Hey, guck mal dahin. Die liegen jetzt so, dass sie hier zwar beendet werden, aber hier auch mit so einem gewissen Nervenstress. Aber mit den Blumen mit dran hat es letztendlich was Gutes für dich mit dabei.
Es kann ein bisschen um Vaterthemen gehen nächste Woche oder um Beziehungsthemen auch. Hier sieht man das Herz im Haus der Sense, das Kreuz liegt mit drauf. Es geht um irgendwelche Verletzungen aus der Vergangenheit. Die kann durch andere Personen entstanden sein. Oder aber auch an sich so, wo blutet dein Herz, wo macht dir etwas Kummer, wo ist da irgendeine Wunde. Also das hier ist nicht zur Strafe, ne? Das ist nur zur Übung, zum Reflektieren, wie gehe ich damit um, wie standhaft, wie stabil bin ich, wo lasse ich mir nicht so schnell das Fundament wegziehen. Für einen oder anderen können sich hier auch ein paar Eifersuchtsthemen melden, ne? Wiederum andere Deutung ist hier, dass ihr ja innerhalb kurzer Zeit eine sehr schicksalshafte Person, einen Seelenfreund, einen Seelenpartner kennenlernt. Der ist hier auf jeden Fall männlich, vielleicht etwas älter als ihr und ihr könnt hier sehr viel Schmerz aus der Vergangenheit verarbeiten und der wird euch irgendwie gut tragen. Also das ist so eine Person, zu der schaut man auf, zu der hat man Vertrauen, die ist nicht ohne Grund da. Ja, spezieller geht es jetzt hier drum, die Ringkarte liegt im Hause des Kindes drin. Und es geht speziell um Entscheidungen, die betreffen vielleicht auch die Häuslichkeit mit oder das ganze Leben, neue Wege. Die Wege liegen im Haus der Vögel, also es kann sein, dass man sich zu etwas entscheiden darf, soll oder muss, dass das Leben dir präsentiert, ja auch auf sehr schicksalshafte Art. Das Leben ruft dich auf den Plan, es macht dich wach und es geht hier um alles Verbindliche, ne? Und es geht auch darum, dass du dir bewusst machst, dass du eine Entscheidung triffst oder eine Möglichkeit nutzt oder eine Option lebst. Also, dass du sie nicht nur denkst, sondern lass deinen Worten Taten folgen, lassen wir das mal so stehen. Dann kann es sein, ihr tauscht auch nur aus, also ihr strukturiert um. Es kann auch nur im kleineren Bereich sein, ne? Auf jeden Fall sieht man hier alles Verbindliche, sehr schön. Ich habe jetzt noch so ein bisschen einen Hinweis. Ihr habt, oh Mann, das ist sehr tiefgründig. Ich muss jetzt überlegen, wie ich es artikuliere. Es geht mitunter um eine Herzenssehnsucht, um einen Wunsch, verbindlich mit irgendjemand irgendetwas zu leben, was dir am Herzen liegt. Das kann etwas sein, was den Liebesbereich betrifft. Das kann ein Konflikt in dir sein mit dem Thema Vertrauen oder es kann halt auch sein, dass da irgendetwas, was dir am Herzen liegt, sehr aus dem Gleichgewicht gekommen ist und es dich nicht mehr trägt, sondern das sind einfach nur Kreisläufe und genau da geht es darum hinzugucken. Dann haben wir im Haus der Störche das Buch drin. Ich habe das in letzter Zeit wahnsinnig oft, es kann sein, dass Familiengeheimnisse hochkommen, dass ihr so euren Haken machen könnt. Ihr versteht, warum ist was passiert, wo kommt meine eigene Eifersucht her, wo kommen meine Verletzungen her, wie bleibe ich mir selber treu. Ja? Ich sage es jetzt trotzdem auch mal, hier möchte Leidenschaft ins Leben kommen, ne? Etwas, was dich antörnt, was dir einen Funken gibt in dein Herz, hier möchte etwas gelebt werden und vielleicht hast du es auch lange runtergedrückt, aber das geht jetzt nicht mehr, weil wenn das Schicksal kommt und dich aufweckt, dann hast du keine Chance, dann darfst du hingucken, ob du möchtest oder nicht. Es geht ja viel auch um eine Sehnsucht nach Liebe, egal ob die zu einer Person ist oder von wo sie auch immer kommt, das spielt keine Rolle. Was dir am Herzen liegt, ist immer noch deine Sache oder welche Personen, aber du wirst aufgerüttelt, ne? Es kann ja auch sein, dass eine Person, ein Mensch, ein Freund, ein Verbündeter, ein Seelenpartner dir etwas aufzeigt,
ja, und dass du daraus eben versuchst, Dinge auf den Weg zu bringen, die dir wieder das Gefühl geben, dass du eigentlich Beziehung und auch Liebe brauchst, obwohl du gedacht hast, du kannst es allein durchreiten. Es wird eine Woche, die kann energetisch ein bisschen Kraft kosten, aber die bringt Veränderung. Guckt euch an, wenn ich jetzt hier das Herz drum male, dieses kollektiven Kartenblattes, dann möchte die Energie, die hier im Haus des Berges liegt, sprich sie ist blockiert, sie kann nicht frei fließen, die Sonne ist gerade nicht greifbar für dich. Und da möchte sich ein Weg aufzeigen. Ne? Das hat ja auch sehr viel mit Weiblichkeitspersonen zu tun, die dir dann von außen angeschubst auch wieder Verbindlichkeit bringen und so ein Hochgefühl, ein schönes Gefühl des Getragenwerdens, könnte ich es nennen. Das hier ist sehr interessant. Das ist nämlich in meinen Deutungen auch immer die Energie der Genesung, die Möglichkeit, den Weg zu gehen, wo man für sich selber Heilung empfindet, ja, wo man hingeht, wo man seine Wunden pflegt, und diese Energie scheint trotz schicksalshaftem Ritt gut zu wirken. Ich habe hier auch ein bisschen wir selber legen uns ins Haus des Herzens rein. Wir betrachten unser Fundament. Wir haben vielleicht die Familienthemen aufgedröselt. Wir haben hier aber auch andere Personen, die einem schön auf den Weg helfen können. Diese sind hier weiblich, mütterlich. Die bringen eine gute Energie mit. Die kommen auf einen kurzen Weg. Also ich habe sowohl beide Personen mit drin. Und wir sind ja gezwungen, ja, jemand oder das Schicksal zwingt uns auf Wunden zu gucken, die wir in der Liebe haben. Vielleicht auch in der Sexualität, weil die Karte liegt ja am unverbindlichen Leben dran. Ne? Das geht dann an alle, die Wunschpartner haben oder die in einer Ehe oder Beziehung sind, wo irgendwas sich auseinandergedriftet hat, was ja auch ganz normal ist, weil sich jeder entwickelt. Vielleicht machen wir uns ums Geld Gedanken hier, ja, vielleicht um unser seelisches Kostüm, um unsere Wandlung, um eine Häutung. Und ich habe hier dann letzten Endes, das ist sehr schön, dass sich das doppelt. Ne? Hier haben wir den Ring im Hause des Kindes. Also etwas kann neu entstehen, muss aber wieder gepflegt werden. Und hier haben wir im Hause des Ringes den Anker drin. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass wir daran arbeiten, weil wir gezwungen werden vom Schicksal oder weil wir einen Hinweis kriegen. Und dass dann dadurch ein Fundament entsteht, ja, für uns, das dann auch überraschend gute Veränderungen mitbringt. Es kann sein, jetzt verstehe ich es langsam noch besser, hier liegt der Mond im Haus des Buches drin. Da geht es schon um Schatten, die sich auftun, um eine gewisse Emotion, die sich vielleicht auch Instabilität nennt. Ne? Hier wird hier auch aufgezeigt, dass es dir möglich ist, an deinem Gefühlsleben zu arbeiten. Das finde ich wunderbar. Und dass du dir dazu auch noch Wissen also irgendjemand wird dir das zeigen oder irgendetwas. Ne? In unserem Haus liegt die Kommunikation drin. Der Brief, die guten Nachrichten, andererseits auch wieder Nachrichten, und das ist das, was ich meine, die zeigen dir deine Verletzbarkeit auf. Was, glaube ich, viele wegdrücken in unserer Zeit, dass Verletzbarkeit ist keine Schwäche, das ist eine Stärke. Und ich glaube, sowas kann sein. Es geht um schnelle Nachrichten, es geht um Nachrichten, damit hätte man nicht gerechnet. Es geht um Nachrichten, die versetzen einem vielleicht einen Stich. Und man darf dann halt eben angucken, wo tut es mir weh und warum. Ich habe den Hinweis, dass ihr sehr schön mit euren Freunden kommunizieren könnt, dass euch
das unterstützt oder dass euch das hilft. Ich meine keine Bekannten, ich meine Freunde. Vielleicht auch erwachsene Kinder oder irgendwie sowas, ne? Es wird auf jeden Fall sehr viel Klärung im Familiensystem geben. Ich sehe die männliche Hauptperson hier im Hause der Sonne drin. Deshalb passt es sehr schön, dass man verbindlich etwas ändert, für das allen dient, ne? Da bestätigt sich das, was ich hier oben gesagt habe. Es geht vielleicht auch darum, wie sicher fühle ich mich auf der Erde, wenn mein Fundament mal bröckelt oder wenn ich mit schnellen Dingen umgehen muss, die von außen kommen, die ich nicht kontrollieren kann. Es sind hier Finanzen im Umbruch. Von außen einsteils über die Berufe. Es kann sein, dass uns die nächste Woche auch im kleineren Bereich schicksalshafte finanzielle Themen begegnen, die zugleich dir wieder erlauben, eine Last abzulegen, eine Bürde. Wie gesagt, es ist nicht nur von euch selber, da kommt es auch von außen. Und ich sehe eine schöne Bewegung auch im Beruf. Und jetzt nochmal, das ist sehr wichtig. Wir hatten mit der 6 den Weckruf, dass etwas nicht im Gleichgewicht ist. Und wir haben die Karte Berg hier im Hause des Schicksals drin. Also für mich auch schicksalshaftes ausgebremst werden, weil wir etwas brauchen, das wir hören müssen, ne? Da kriegen wir so einen kleinen Gong, damit wir uns das Thema angucken. Spannend, ne? Ja, das sind mir zu viele, ich brauche eine. Danke. In unserem Haus liegt die Kommunikation. Ich habe den Engel der Kommunikation. Stehe zu deiner Wahrheit und sprich sie mutig mit Bedacht aus. Also redet auch, was das Zeug hält. Steht für euch ein. Drückt aus, wo es weh tut und so. Das ist alles ganz wichtig. Und unten haben wir noch den Engel der Genesung. Ja? Passt auch sehr schön. Worte, die heilen. Ihr Lieben, ich lasse es jetzt mal dabei. Es ist sehr tiefgründig. Es wühlt mich auch ein bisschen auf. Und bleibt dran, wenn ihr noch eine persönliche Karte wollt für die nächste Woche. Ich drücke euch bis dann. So, hier bin ich wieder zum Auswählen von einer Karte für die Woche oder von einer kleinen persönlichen Botschaft. Ich nehme die Krafttierkarten und die Engelskarten und da legen wir noch welche drauf. Also kann ich dir Krafttier aussuchen oder Engel oder beides. Ja, klasse, ne? An der Unterseite haben wir schon wieder das Kreuz liegen. Wie kann es auch anders sein? Okay, ihr Lieben, dann wählt aus. Krafttier liegt hier, Engel liegt hier. Ich kann mich heute sehr schwer entscheiden. Würde aber zum Engel tendieren, deshalb fange ich auch mit dem Engel an. Ja, der Engel der Gelassenheit kommt hier. Lasse alle Anspannung los. Gelassenheit und Leichtigkeit kehren in dich ein.
Hier geht es einfach darum, dass man ein bisschen runterfährt, dass man nicht Vollgas gibt. Und wir müssen ja auch keine Angst davor haben, gleichgültig zu werden oder die Kontrolle zu verlieren, wenn wir es mal ruhig angehen lassen. Hier wird nämlich Gegensätzliches eintreten, man sieht klarer und kann bessere, weitsichtigere Entscheidungen treffen und ist auf jeden Fall auch zentrierter. Der Minimalismus, das passt für mich so ein bisschen auch, weil man sieht einfach, dass wir vielleicht zu viel um uns herum haben, mit zu viel uns beschäftigen oder zu vollgestopft sind mit irgendwelchen Sachen. Haben wir das Wohlfühlen als Person selbst, vielleicht auch eine Auswirkung, die hier mit dem Kreuz aus einem verstrickten Bereich kommt, familiär. Es geht um dein Wohlfühlen, es geht um ich nenne es jetzt mal deinen Hormonstatus, wenn du so hoch tickst oder schnell austickst oder schnell ja auch außer dir bist, weil dich irgendwas sehr beschäftigt und ihr strebt irgendetwas der Gelassenheit entgegen, dem, dass man etwas weglassen kann, dass man mit minimalistischeren Mitteln arbeitet, um sich wohlzufühlen. Und wir haben einen Traum verwirklicht sich, also schicksalshaftes Eingreifen, das dann Sicherheit bringt. Das Krafttier ist das Eichhörnchen. Das sagt euch hier, macht langsam, also Schritt für Schritt. Es geht darum, Tempo rauszunehmen auf beiden Seiten. Mit dem Reiter hast du natürlich auch das Thema Kommunikation doppelt. Etwas ist in Bewegung, ja. Etwas bewegt sich nach vorne. Vielleicht auch schicksalshafte Kommunikation. Kommunikation, die dir irgendeine Last auch wegnehmen kann. Es kann ja natürlich auch sein, dass ihr euch so Schritt für Schritt durch die Woche arbeitet, denn hier stehen ja abenteuerliche Tage bevor. Und das Eichhörnchen möchte dir sagen, dass du gern gesehen und willkommen bist, dass du dein Herz wieder öffnen darfst, dass du voller Freude und der Welt begegnen darfst. Und es sollen dir hier auch Ängste und Sorgen von den Schultern genommen werden. Die haben mit dem Thema Versorgtsein zu tun. Ja, und es ist so eine große Gedankenlastigkeit, vielleicht auch aus der Vergangenheit, die sich hier zeigt. Und du darfst auch dir bewusst sein, dass du schon sehr viel an dir gearbeitet hast und viel kennengelernt hast. Und hier gibt es aber noch unendlich viele Möglichkeiten und Wege mehr, die dir zur Verfügung stehen. Du sollst dich umschauen und in diesem Augenblick auch erkennen, dass du versorgt bist und alles um dich herum gedeiht. Das Eichhörnchen bringt auch ein bisschen Wagemut mit, mal Neues auszuprobieren. Und es hat natürlich die Fähigkeit, Nüsse zu knacken, also auch schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit zu lösen. Und das heißt ja auch, die Lösung wird kommen. Also, ihr Lieben, ihr habt gehört, bleibt stark die Woche, da gehen wir auch wieder durch und ich drücke euch bis bald.